Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jesus Christus, den der wahrhaftige Vater zu uns gesandt hat, sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Liebe Schwestern und liebe Brüder, wir wollen heute in der Heiligen Messe für unsere Verstorbenen beten, damit unsere Verstorbenen das ewige Zuhause im Himmel bekommen dürfen, damit unsere Verstorbenen auch die Freude im Himmel und das ewige Zuhause beim Herrgott bekommen dürfen. Wir haben heute ein Thema für unsere Messfeier. Das Thema lautet: Gott stirbt nicht. Gott stirbt nicht. Wir wollen zum Beginn auch ein Lied singen, die Nummer 38, die erste und die zweite Strophe. 38 vom KG, die erste und die zweite Strophe. Liebster Jesu, wir sind hier, dich und dein Wort anzuhören. Lenke Seelen und Begehr auf die süße Himmelslehre, dass die Herzen von der Erde ganz zu dir gezogen werden. Unser Wissen und Verstand ist mit Fenstern nicht verhüllt, wo der Geist, den du gesandt, nicht mit hellem Licht uns füllet. Gutes Denken tu uns dichten, musst du selbst in uns verrichten. Gottes Neugier hat es immer gegeben. Man kann Gott tot sagen, ihm töten kann man nicht. Es ist nutzlos, seine Existenz zu leugnen. Gott ist stärker als er. Man kann die Existenz der Sonne nicht leugnen, wenn sie hinter Wolken verborgen ist. Wer es dennoch tut, schadet der Sonne nicht. Wir haben Gott nötiger als Sohle und Nahrung. Wir können nur bitten, dass er unsere Schuld vergibt. Wir sprechen das Schuldbekenntnis, damit der Herrgott uns sein Erbarmen schenkt. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und alle Brüder und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Herr Jesus Christus, deine Feinde haben beschlossen, dich zu töten. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Herr Jesus Christus, du hast keine Menschen gescheut und öffentlich gerettet. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr Jesus Christus, alles geschah nach dem Willen deines Vaters. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Der Herr erbarme sich, er lass uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasst uns beten.
Barmherziger Gott, du kennst unsere Schwachheit und unsere Not. Doch je hinfälliger wir sind, umso mächtiger ist deine Hilfe. Gib, dass wir das Geschenk dieser Gnadenzeit freudig und dankbar annehmen und deine Werke in unserem Leben bezeugen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Wir hören die Lesung. Lesung aus dem Buch der Weisheit. Die Frevler tauschen ihre verkehrten Gedanken aus und sagen: Lass uns dem Gerechten auflauern. Er ist uns unbequem und steht unserem Tun im Weg. Er wirft uns Vergehen gegen das Gesetz vor und beschuldigt uns des Verrats an unserer Erziehung. Er rühmt sich, die Erkenntnis Gottes zu besitzen und nennt sich einen Knecht des Herrn. Er ist unserer Gesinnung ein lebendiger Vorwurf, schon sein Anblick ist uns lästig. Denn er führt ein Leben, das dem der anderen nicht gleicht, und seine Wege sind grundverschieden. Als falsche Münze gelten wir ihm. Von unseren Wegen hält er sich fern wie von Unrat. Das Ende der Gerechten preist er glücklich und prahlt, Gott sei sein Vater. Wir wollen sehen, ob seine Worte wahr sind und prüfen, wie es mit ihm ausgeht. Ist der Gerechte wirklich Sohn Gottes, dann nimmt sich Gott seiner an und entreißt ihn der Hand seiner Gegner. Roh und grausam wollen wir mit ihm verfahren, um seine Sanftmut kennenzulernen, seine Geduld zu erproben. Zu einem ehrlosen Tod wollen wir ihn verurteilen. Er behauptet ja, es werde ihm Hilfe gewährt. So denken sie, aber sie irren sich, denn ihre Schlechtigkeit macht sie blind. Sie verstehen von Gottes Geheimnissen nichts. Sie hoffen nicht auf Lohn für die Frömmigkeit und erwarten keine Auszeichnung für untadeligen Seelen. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Christus, du ewiges Wort des Vaters, Ehre sei dir. Christus, du ewiges Wort des Vaters, Ehre sei dir. Nicht nur vom Brot lebt der Mensch, sondern von jedem Wort aus Gottes Mund. Christus, du ewiges Wort des Vaters, Ehre sei dir. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In ihrer Zeit zog Jesus in Galiläa umher, denn er wollte sich nicht in Judäa aufhalten, weil die Juden darauf aus waren, ihn zu töten. Das Laubhüttenfest der Juden war nahe. Als seine Brüder zum Fest hinaufgegangen waren, zog auch er hinauf, jedoch nicht öffentlich, sondern heimlich. Da sagten einige Leute aus Jerusalem: Ist das nicht der, den sie töten wollen? Und doch redet er in aller Öffentlichkeit und meint es ihm gewähren. Sollte der Hohe Rat wirklich erkannt haben, dass er der Messias ist, aber von dem her wissen wir, woher er stammt. Wenn jedoch der Messias kommt, weiß niemand, woher er stammt. Während Jesus im Tempel lehrte, rief er: Ihr kennt mich und wisst, woher ich bin. Aber ich bin nicht in meinem eigenen Namen gekommen, sondern er, der mich gesandt hat, bürgt für die Wahrheit. Ihr kennt ihn nicht nur nicht, ich kenne ihn,
weil ich von ihm komme, weil er mich gesandt hat. Da wollten sie ihn festnehmen, aber keiner wagte ihn anzufassen, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Wir wollen die Fürbitten vortragen. Lasst uns zum Herrn unseres Lebens, zu Jesus Christus, beten. Er ist gestorben für uns und auferstanden. Für die Zeugen der Kirche, die leiden und sterben, um des Glaubens willen. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die Mächtigen der Welt, die über das Schicksal vieler Menschen bestimmen. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die Gewaltverbrecher, die keine Ehrfurcht vor menschlichem Leben haben. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die Gottesleugner, die für Gottes Botschaft taub und blind sind. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die Kinder, die mit kindlicher Unbefangenheit Gott ihre Liebe schenken. Wir bitten dich, erhöre uns. Gott der Liebe und des Erbarmens, du bist die Fülle allen Lebens. Erhalte uns auf deinen Wegen, damit wir dir dienen, durch Christus unseren Herrn. Amen. Bist du, Herr unser Gott, Schöpfer der Welt durch uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen das Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr unser Gott. Wie das Wasser sich mit der Wein verwirrt zum heiligen Zeichen, so lass uns diese Kirche teilhaben an der Gottheit Christi, der unsere Menschennatur angenommen hat. Gepriesen bist du, Herr unser Gott, Schöpfer der Welt durch uns den Wein, die Frucht des Weinstoßes der menschlichen Arbeit. Wir bringen diese Kirche vor dein Angesicht, damit er uns der Kirche des Reines werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr unser Gott. Herr, wasch ab meine Schuld, von meiner Sünde mach mich rein. Betet, Schwestern und Brüder, dass unser Opfer Gott dem allmächtigen Vater gefallen. Der Herr nimmt das Opfer ein aus deiner Hand, zum Lob und Ruhm seines Lammes, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Wir bitten dich, allmächtiger Gott, das Opfer, das wir feiern, tilge unsere Schuld, damit wir in Lauterkeit der östlichen Tage entgegengehen, in denen der Ursprung dieses Opfers liegt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Wir haben das Sanctus 107 nach der Reformation. 107 vom KG nach der Reformation. 107 vom KG nach der Reformation. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht. Dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, den durch dein Menschwert wir sind als Kirche gut aus dem Wasser der Taufe. Darum preisen wir erst und in Ewigkeit deine Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig ist Gott in Herrlichkeit, Salom erfüllt die Himmelweit, Lob singet, jubelt im Hosanna, Preis ihm, der kommt in unsere Zeit, Lob singet, jubelt im Hosanna.
Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herr Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das deine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott, heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihm seine Jünger und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Dein Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, weil wir das Gedächtnis deines Sohnes, wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie steht dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärk uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er macht uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen, mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringt der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deine Diener, unser Papst Franziskus, unser Bischof Jean-Marie und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch ferne sind von dir. Erbarm dich alle unsere verstorbenen Schwestern und Brüder und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deiner Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm
ist dir Gott allmächtiger Vater in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, erst und in Ewigkeit. Amen. Wir beten das Vaterunser für unsere Verstorbenen, für unsere Kranken und auch für uns alle. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehen, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr Jesus Christus, du bist unser Friede und unsere Versöhnung. Deshalb bitten wir, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenk uns nach deinem Willen die Einheit und deinen Frieden. Der Friede des Herrn sei aller Zeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Das Sakrament des Leibes und Blutes Christi schenkt uns ewiges Leben. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Selig, die auf den Lohn der Frömmigkeit hoffen und Gottes Auszeichnung erhalten. Der Leib Christi schon mir das ewige Leben. Der Leib Christi. Das Blut Christi. Amen. Steffen. Das Blut Christi schenkt mir das ewige Leben. Der Leib Christi schenkt mir das. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, du hast uns von den Alten zu den neuen Zeichen des Heils hinübergeführt. Lass uns die Gewohnheiten des alten Menschen ablegen und neu werden in Heiligkeit und Gerechtigkeit. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Wir wollen noch ein Lied für die Mutter Gottes singen, 755 vom KG, die erste und die zweite Strophe. 755
die erste und die zweite Strophe. Froh die du Himmels Könige, froh dich Maria, froh die das Laisa dache, Halleluja. Bitt Gott für uns, Maria, denn du zu tragen würdig warst. Freu dich, Maria, der allen Liebenden du gebarst. Halleluja. Bitt Gott für uns, Maria. Wir wollen Gottes Segen empfangen. Gott liebt, das ist ein Wort von großer Kraft. Es kann uns in den Sorgen und Nöten unseres Lebens über vieles hinweg helfen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Auf die Fürsprache von der Mutter Gottes Maria segne und behüte uns der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gute Gesundheit und einen schönen Nachmittag wünsche ich euch und Ihnen. Merci, Liefer. Merci auch. Lasst uns gehen im Frieden. Dank sei Gott dem Herrn.